Es ist leider kaputt. Das lässt sich aber restaurieren. Wir haben hier einen kleinen Zettel dabei. Es diente früher als Sparbüchse und wird jetzt von der Mutter an den Sohn weitergegeben. Also es ist schon etwas älter. Und die Mutter hat es auch schon bekommen von der befreundeten Lehrerin ihrer Mutter. Also es ist auf jeden Fall schon die dritte Generation. Ja, was sehen denn meine Augen hier? Ein kleines Kästchen mit einem Motiv drauf. Zwei tanzende junge Menschen. Leider ist es kaputt. Oh je. Das muss auf jeden Fall restauriert werden. Aber was sagt uns das Kästchen und ist es das wert? Kleine Kiste gibt es doch zu Tausenden. Wir werden mal reinschauen in die Geschichte. Also, was haben wir hier? Wir haben ein kleines, massives Holzkästchen, 10 x 10 cm und ein Motiv hier oben. Zwei tanzende junge Menschen tanzen auf einem Boden, hat eine Leichtigkeit. Es ist ein Liebespaar und hier vorne steht Bellagio drauf. Was könnte das sein? Bellagio. Hier oben sehen wir Bellagio. Ist auf jeden Fall erstmal ein Ort, ein sehr bekannter, eleganter Ferienort am Comer See in Italien und berühmt für seine Villen und romantischen Gärten. Aber Bellagio ist auch eine Marke, und zwar seit den 1950er, 1960er Jahren herum wurde der Name von verschiedenen Firmen für Souvenirartikel, Parfümdöschen, Schmuckkästchen und Musikdosen verwendet. Oft mit italienisch-romantischen, klassizistischen Motiven, wie wir es hier sehen. Ach, wie du das sagst, Bellagio, Bella Italia, da kommen bei mir gleich wieder Sehnsuchtsgefühle auf und ich würde am liebsten in meinen VW-Bus steigen und über die Alpen fahren, die Strecke nach Bozen runter, wenn sich die Landschaft wieder öffnet, die Sonne scheint, es gleich mal gefühlte 20 Grad wärmer ist als bei uns und der Espresso wieder schmeckt. Ja. Ein tanzendes Liebespaar passt ikonenhaft zum späten Rokoko oder Biedermeier. Es könnte sich um ein aufgeklebtes Transferdruck-Vignette handeln, die, wie sie in der Mitte des 20. Jahrhunderts häufig verwendet wurden. Das werden wir herausfinden. Ja, es spricht erstmal alles dafür, dass wir hier aus den 1950er, 60er, 70er Jahren einen Souvenirartikel haben. Wir werden ihn genauer untersuchen und dann erfahren wir mehr. Ich bin ja schon beeindruckt, was du so alles aus diesem kleinen Kästchen schon ablesen kannst. Aber mich würde tatsächlich nochmal die zeitliche Einordnung interessieren, weil aufgeklebt sieht das hier mir nicht aus. Das ist doch bestimmt Holz. Und wenn es Holz wäre, dann ist es doch bestimmt auch schon älter. Also nicht mehr 1970, oder? Das ist richtig, was du sagst. Das Furnier ist leicht erhaben. Man kann ja bis zu einem Zehntel Millimeter mit den Fingern spüren und man spürt hier leichte Unebenheiten. Also es ist nicht komplett plan geschliffen, was schon mal ein gutes Zeichen für die zeitliche Einordnung ist. Das Kästchen besteht aus Olivenholz. Das ist auf jeden Fall ein Indiz für italienische Herkunft. Lass uns schauen, was uns der Schriftzug verrät. Na gerne doch.
Bellagio. Das wollen wir uns genauer anschauen. Und ich kann auf jeden Fall sagen, es ist von Hand aufgemalt. Es ist also keine Intarsie, die wir hier vorne sehen. Und das ist aber auch gar nicht schlimm. Dass der Schriftzug geschwungen, aufgemalt und überpoliert ist, spricht für eine handbeschriebene, zumindest manuell nachlackierte Oberfläche. Also haben wir hier keinen Fabrikaufdruck. Also viele Werkstätten in Norditalien fertigten solche kleinen Arbeiten als Souvenir für Reisende und Touristen. Aber es ist definitiv Handarbeit. Echte italienische Handarbeit. Okay, du sagst also echte italienische Handarbeit. Also hat das auch, wenn es jetzt reparaturbedürftig ist, aber es hat auf jeden Fall einen Wert. Ja, na klar. Also Handarbeit ist damals und heute etwas, was einen bleibenden Wert hat. Warum auch restaurierte Möbel einen, ja, doch bleibenden Wert haben. Aber zu dem Kästchen zurück. Die Bedeutung und der Wert, nach dem du gefragt hast. Also heute sind solche kleinen Kästchen ästhetisch und kulturgeschichtlich interessant. Also handwerklich wertvoll, insbesondere wenn die Intarsien aus massivem Olivenholz herausgearbeitet wurden und wir hier keine furnierte Sperrholzkiste haben. Für Sammler ist das auf jeden Fall interessant. Hier ist natürlich der Zustand entscheidend, die Größe und das Motiv. Und ich würde sagen, als Orientierung könnte ich zwischen 40 und 150 Euro, selten höher, für so ein Kästchen ansetzen. Hier müssten wir jetzt noch restaurieren, also in dem Fall würde ich eher 80 Euro für das Kästchen veranschlagen. 80 Euro, das ist für solch ein kleines Kästchen schon ein stolzer Preis. Aber nun wollen wir es ja nicht verkaufen, also gibt es auch keine Händlerkarte, sondern es soll ja in der Familie bleiben und für die nächste Generation ein Erinnerungsstück sein und auch ein schönes Stück, was man mal in die Hand nehmen kann. Es fässt sich einfach, Olivenholz ist so schön, es fässt sich weich an. Ach, was soll ich sagen, ich liebe Italien. Ich würde, komm, lass uns die Koffer packen, wir fahren. Ja, das sieht dir wieder ähnlich, gleich nach Italien fahren. Aber nicht so schnell, mein Lieber, wir sind hier noch nicht fertig. Mir ist nämlich noch eine Kleinigkeit aufgefallen. Hier am Deckelvorderstück gibt es eine kleine Auswölbung, sodass der Deckel ist hier bündig, man kommt nicht ran, aber hier in der Mitte bleibt der Finger hängen und man kann es öffnen. Ja, und das sagt uns etwas. Und diese kleine Daumenwölbung am Deckel spricht auf jeden Fall für handwerklich geformte Einzelarbeit, keine Massenproduktion. Wir sind schon wieder einen Schritt weiter, merkst du? Mensch, jetzt kriege ich schon eine leichte Gänsehaut. Also, wir kommen der Sache immer ein Stückchen näher. Aber was mich noch interessieren würde, die Funktion. Es sieht schön aus, man kann sich hinstellen, staubt ein, aber was hat das für eine Funktion? Es erinnert mich ein bisschen an diesen Brauch im Biedermeier, dass man seiner Liebsten in ein Tuch, in ein Seidentuch eingewickelt, ein paar Silbermünzen übergab. Und wenn sie das Geschenk angenommen hat, dann war man verlobt. Dann hat sie die Verlobung angenommen. Der Brauch, der entstand, glaube ich, schon früher, vor dem Biedermeier. Aber für wohlhabendere Leute war es dann nicht das Tuch, sondern man fertigte eine kleine, reich verzierte Geschenkkiste aus Silber oder anderen Materialien. Und mich würde eigentlich noch etwas zu der praktischen Funktion, außer dass es schön aussieht, interessieren. Ja, du bist mal wieder genau in die richtige Spur getreten. Das ist gar nicht so weit hergeholt. Gute Beobachtung. Tatsächlich gab es bis ins 19. Jahrhundert hinein, besonders im Alpenraum und in Italien, kleine Holzkästchen, die als Zeichen der Zuneigung oder Verlobung mit tanzenden Paaren, Herzen,
Blumenmotiven verziert wurden. Diese Kästchen wurden dann mit einem Taschentuch, einer Münze oder einem kleinen Schmuckstück überreicht. Und wenn die Frau das Kästchen annahm und verwahrte, galt die Verbindung als besiegelt oder zumindest in Aussicht gestellt. Also dein Kästchen ist zwar jüngeren Datums, greift aber genau diese romantische, biedermeierliche Symbolik wieder auf. Das Tanzmotiv, ein Paar in Gleichschritt, heiter, unbeschwert, war seit dem 19. Jahrhundert ein Sinnbild für Eintracht, junge Liebe und Harmonie. Als Fazit können wir sagen, was wir hier haben, ist kein banales Souvenir, sondern ein handwerkliches Liebesmotivkästchen aus der Nachkriegszeit, sehr wahrscheinlich. Die Datierung bin ich mir noch nicht ganz sicher. Wieso sagst du, das ist erstmal toll, aber wieso bist du dir bei der zeitlichen Einordnung noch nicht sicher? Was hast du noch beobachtet, was ich nicht gesehen habe? Und was schließen wir daraus? Naja, mir ist da noch was aufgefallen und ich will es zumindest ins Spiel bringen, dass die handwerklichen Indizien auch ein bisschen Deutungsspielraum lassen. Ja, also, ich habe mir das mit der Lupe genau angeschaut und man sieht, dass auch Falten auf diesen Intarsien mit einem Einhaarpinsel aufgemalt wurden. Also sehr viele Falten, der Kragen, Faltenwurf, auch das Gesicht, die Augenbrauen, Augen, Nase sind hier nachgemalt und man erkennt Leimfugen oder Fugen zwischen den einzelnen eingesetzten Plättchen, die mit Leim gefüllt sind und nicht ganz perfekt dicht. Und das ist tatsächlich wiederum ein Indiz für die zeitliche Einordnung. Also im frühen 19. Jahrhundert, im klassischen Biedermeier, so um 1815 bis 1848, wurden Intarsien pressgenau und passgenau gearbeitet. Die Fugen waren so eng, dass man sie kaum mit dem Auge sehen konnte. Das änderte sich ab 1850, 1860 herum. Mit dem Aufkommen von Handelswaren für den Tourismus begann man, kleine Fugen bewusst zu schwärzen oder zu leimen, um Kontraste zu erzeugen und Fertigungsungenauigkeiten zu kaschieren. Das war also typisch für die spätere Serienfertigung, besonders auch in Norditalien. Dass wir das hier vorfinden, lässt mich ein bisschen an der Variante zweifeln, dass das ein Nachkriegsprodukt ist. Die feinen Gesichter, Haarlocken, die Kleiderfalten wurden im echten Biedermeier selten aufgemalt, sondern durch Materialwahl betont. Das Motiv, ein tanzendes Paar in Goethe-Stil, war um 1880 tatsächlich sehr, sehr populär im Zuge sogenannter Biedermeier-Renaissance. Viele Werkstätten in Norditalien, Tirol und in Tessin produzierten damals Kästchen mit solchen nostalgischen Darstellungen, oft mit der Aufschrift eines Urlaubsortes, Bellagio, Como, Lago di Garda, alles das, was wir kennen. Die Scharniere kannte man auch schon um 1880. Es sind gefaltete Scharniere. Das ist ein Indiz, das gehen wir gleich nochmal an. Okay, ich sehe, du willst es spannend machen. Also, ich kriege jetzt schon wieder eine Gänsehaut. Was sagt uns das? Gefaltete Scharniere, was soll das sein? Ich dachte, Scharniere bestehen aus zwei Schenkeln, die mit einem Stift miteinander verbunden sind. Was ist jetzt ein gefaltetes Scharnier und was sagt uns das zur zeitlichen Einordnung? Bis 1850 waren Scharniere massiv in einem Stück gefertigt. Ab 1860, 1870 fing man an, gefaltete Scharniere, also aus einem Blech gebogen, dass man die beiden Lappen übereinander legte und dann nur noch ein Drahtstift dazwischen pressen musste und schon hatte man aus dünnem Blech Scharniere gefertigt und das hatte natürlich den Vorteil der Massenproduktion, die ab 1880 auf jeden Fall gegeben war.
Insofern haben wir hier Scharniere genau aus dieser Zeit, 1870, 80 herum, was jetzt nicht ausschließt, dass diese Scharniere auch später noch verwendet wurden, aber es wäre der erste mögliche Herstellungszeitraum für dieses Kästchen. Wow! Also jetzt hast du mich ja wirklich auf die Folter gespannt und es richtig spannend gemacht. Also wir haben hier wirklich ein in Einzelanfertigung hergestelltes Kästchen aus Olivenholz mit Intarsien aus Norditalien, wahrscheinlich als Liebesbeweis verwendet oder was auch immer. Und jetzt muss es nur noch restauriert werden, damit es auch wieder funktionsfähig ist. Wie machst du das? Ja, mein Lieber, das war jetzt eine kleine Detektivreise im letzten und vorletzten Jahrhundert unterwegs. Und du siehst die Möglichkeiten der zeitlichen Einordnung bei solchen Liebhabereien, die über viele Generationen existierten und immer wieder in abgewandelter Form hergestellt wurden, ist gar nicht so einfach. Man muss sehr aufs Detail schauen. Und die Restaurierung, ja, das wird jetzt natürlich mit den historischen Materialien, einem Hautleim verwendet. Ich werde mir hier ein Distanzstück fertigen, damit ich das auch verpressen kann. Das Furnier ist hier abgespalten. Es war sozusagen wie eine Schlitz-Zapfen-Verbindung eingeschnitten. Ja, das ist natürlich etwas schade, dass wir hier diese Beschädigung haben, aber es ist trotzdem ein wunderbares kleines Zeitzeugnis und das ist aus Italien, wie du schon immer so gut gesagt hast. Mit hoher Wahrscheinlichkeit stammt das Kästchen, hatten wir schon festgestellt, aus der Region Sorrent oder Umgebung des Comer Sees, Bellagio, Como. Diese Gegend waren und sind Zentren der italienischen Intarsienkunst und die sich seit dem 18. Jahrhundert von Neapel ungefähr ausgebreitet hatte. Besonders Sorrent hatte ab dem 19. Jahrhundert eine eigene Schule, Scuola di Intarsio di Sorrento, wo Handwerker nach klassischen biedermeierlichen Mustern kleine Schmuckkästchen, Schreibmappen und Tische fertigten. Genauso wie wir es hier sehen, feine Bandintarsien, figürliche Szenen, Olivenholz als Grundmaterial. Ja? Das Label Bellagio wurde oft als Herkunftsbezeichnung für Stücke verwendet, die in Bellagio am Comer See oder für den dortigen Touristenhandel produziert wurden. Jetzt kann ich das Wort schon so oft sagen, Bellagio. So, jetzt wird das Holz vorgewärmt, damit der Leim nachher gut in die Poren einziehen kann. Zeit, solange das Kästchen sich erwärmt, werde ich die Leimreste von diesem wieder furnierten kleinen Arzneischränkchen aus Korea entfernen. Das ist ein koreanisches Heilkräuterschränkchen. Woher ich das weiß? Weil hier Made in Korea draufsteht. Es wurde zweckentfremdet als Knopfaufbewahrungsschränkchen von einer Näherin und soll jetzt wieder einen Platz in einer Wohnung finden. Das Furnier war abgelöst, ich habe es wieder auffurniert, das war Sennenesche. Ich werde die Risse beibehalten. Es ist so, wie es ist. Es ist schön.
Das ist ganz normales Wasser. Damit kann ich den Fischleim, mit dem ich das furniert habe, die Leimdurchschläge wieder ablösen. Und es bleibt die lackierte Oberfläche zurück. Und in der Zwischenzeit schauen wir uns mal an, wie es in der Region in Italien aussieht. Die Wunder Italiens, die italienischen Seen, das ist der Como-See mit Hintergrund, ist Bellagio zu sehen. Und hier der Blick auf Chom und den See. Die Landschaft in der Nähe der nördlichen Grenzen Italiens bieten außerordentlich viel Schönheiten und eine Reise nach Italien ohne einen Besuch der herrlichen Seen wie Como-See, Lago Maggiore, Gardasee, Luganersee muss fast unvollkommen betrachtet werden. Wie ist es denn geworden? Ich bin gespannt. Gut, das wird noch nachgearbeitet.